ist Jessica. Willkommen zurück für ein neues Video. Heute mache ich den versprochenen Ozeanhintergrund mit Wasserfarben, Wasser und Spülmittel, also super einfache und relativ günstige Zutaten, die man dafür braucht. Ich nehme meine Mission Gold Watercolors, und zwar die Farbe Permanent Yellow Light, Yellow Orange und Vermilion. Was man noch dazu braucht, ist ganz normales Geschirrspülmittel, Wasser und je nachdem, welche Größe euer Projekt hat, würde ich auch die Größe der Schalen empfehlen, die ihr benutzt. Ich mache heute etwas relativ Kleines, deswegen habe ich diese kleinen Plastik-Kaffeetassen. Aber für meine komplette DIN A4-Seite habe ich größere Schälchen genommen. Und der Grund, warum Schälchen besser sind, meiner Meinung nach, ist, dass die Oberfläche von den Schälchen einfach größer ist als von einem normalen Becher. Und damit kann man größere Flächen abdecken, weil dann natürlich auch die Oberfläche der Blubberblasen, die sich später bilden, größer sind. Aber ich habe heute nur was Kleines, deswegen habe ich diese kleinen Plastikbecher. Die schmeiße ich danach nicht sofort weg, sondern wasche die aus und benutze die öfter. So, was man noch braucht, sind Strohhalme. Für mein Blau-Projekt habe ich einen Strohhalm für alle Farben genommen, aber für dieses Projekt nehme ich 3 verschiedene Strohhalme, einfach weil die Farben so hell sind, dass man eine Mischung sehen würde. Und einen Löffel. So, wir fangen mit der Farbe an. Hier habe ich das ein Klecks. Hinterher schaue ich, wie dunkel oder wie gut die Farbe ist. Und man kann natürlich dann immer noch mehr Farbe dazu geben. Ich habe dafür kein Rezept oder keine Mengenangabe, sondern mache das so ein bisschen Pi mal Daumen nach Augenmaß. So, dann gebe ich überall ein bisschen Wasser dazu. Man braucht wirklich nicht viel Wasser. Ich gebe jetzt erstmal ein bisschen was dazu und dann verrühre ich das Ganze. Das Verrühren dauert wirklich länger, als man erwartet. Wenn ich das so ein bisschen kippe, sieht man, ob sich alles gelöst hat, aber hier oben am Rand ist noch einiges an Farbe. Das muss ich dann noch vermischen. So, hier habe ich jetzt auch Küchenrolle, wo ich den Löffel ein bisschen dran abwische, um damit in die nächste Farbe zu gehen. Wichtig ist, dass man vorher noch nicht das Spüli reintut. Das hatte ich bei meinem ersten Versuch gemacht. Das ist nicht so gut gelaufen, weil durch das Mischen schäumt das natürlich alles auf. Und ich bevorzuge die großen Luftblasen anstelle von den kleinen, die dann eben bei dem Mischen hochkommen. Aber deswegen probiert man ja Sachen aus, um zu lernen.
Da hatte ich schon einen Klecks, aber es sind ja nur Wasserfarben, deswegen ist das nicht schlimm. Das kann man relativ leicht abwischen oder abwaschen. So, sieht gut verrührt aus. Das Pusten von den Blubberblasen ist eine nicht ganz so saubere Angelegenheit. Deswegen breite ich hier schon mal meine Küchenrolle aus. So, jetzt kommt Spülmittel. Bei der kleinen Menge, die ich hier habe, reicht wirklich so viel Spülmittel. Wenn es nicht genug Luftblasen gibt, dann kann man ja immer noch was hinzufügen. Wie gesagt, es kommt wirklich auf die Menge an, die ihr anrührt oder wie groß eure Schale ist. Ich würde sogar sagen, dass das Farbverhältnis zu den Spüli zu Farbe ungefähr gleich ist. Ein bisschen mehr Spüli als Farbe. Die Farbe ist angerührt. Jetzt zeige ich euch eine Seite im Buch, die ich gemacht habe. Und zwar diese Seite aus dem Lost Ocean Buch. Und wie ihr seht, habe ich diese Luftblasen nur um mein Muster herum. Und ich habe vorher die Seite kopiert, das Muster einmal drumherum ausgeschnitten, dann hier drauf geklebt mit einem nicht permanenten Kleber, einen Kleber, der sich immer noch ablösen lässt. Und dann habe ich meinen Hintergrund gemacht, weil ich möchte hinterher dieses Muster hier noch ausmalen. Und ich finde es nicht so schön, wenn da die Luftblasen später mit meinem Buntstift hier zusammen geschmiert werden. Deswegen war es mir wichtig, dass ich das maskiere. Man nennt das eine Masking-Technik, indem man etwas abdeckt, um es vor entweder der Wasserfarbe oder der Stempelfarbe zu schützen. Man kann natürlich auch eine Maskierflüssigkeit nehmen. Das lässt sich mit einem Pinsel auftragen und man kann es hinterher abrubbeln. Aber für mich war das Abkleben von diesem großen Bild einfach schneller gewesen. Wenn man ein Bild hat mit vielen Details, die nicht so ausschneidbar sind, wie zum Beispiel hier bei dieser Krake kann man jetzt nicht diese ganzen kleinen Sachen hier ausschneiden. Da macht es vielleicht Sinn, diese Masking-Flüssigkeit zu nehmen, aber für mich hat das Ausschneiden vollkommen gereicht. Und wir machen jetzt so was Ähnliches. Ich habe hier ein Blatt Papier genommen und habe da nicht permanenten Kleber drauf gemacht. Den gibt es hier von Tesa. Hier steht Non-Permanent Glue.
Das ist ein Kleber, der nicht wirklich klebt, sondern Sachen nur temporär festhält. Ein Kleberoller. Den habe ich hier drauf gerollt. Und dann habe ich mit einem Stanzer, hier, habe ich Herzen ausgestanzt. Und diese Herzen kleben dann natürlich logischerweise. Und die habe ich hier auf diese Pappe drauf geklebt. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist weiß auf weiß. Aber mein Ziel ist es, dass ich den Hintergrund bearbeite, aber die Herzen ausspare. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Wir fangen mit der ersten Farbe an. Ich denke, dass ich die hellste Farbe zuerst nehme. Und ich habe hier meinen Strohhalm. Gehe mit dem Strohhalm rein und puste jetzt Luftblasen. Die Luftblasen bleiben ein bisschen, aber man sollte schon relativ schnell arbeiten und sein Papier einfach auf die Luftblasen drücken. Man sieht jetzt noch nicht so viel. Man muss das schon öfter machen, damit man ein Ergebnis sieht. Das Gelb ist natürlich auch eine sehr helle Farbe. Sieht man schon ein bisschen mehr. Man muss aufpassen, was man an den Fingern hat. Nicht, dass man sich damit auf die Karte toucht. So. Gleich noch einmal, sobald diese Luftblasen hier getrocknet sind. Und dann gehe ich auch zu einer anderen Farbe über. Ich habe hier jetzt schon überall ein bisschen Gelb an den Händen. Gestern habe ich mir einfach ein altes Oberteil angezogen und meine Hände immer wieder an einem Oberteil abgewischt. Das klappt definitiv besser, als wenn man hier versucht, das am Zewa abzuwischen. Noch einmal die Ecke hier oben. Also das trocknet wirklich relativ schnell. Jetzt stelle ich das beiseite und wir wechseln die Farbe. Gehen jetzt zu dem Orange über. Ganz leicht. Man macht es wirklich immer Stück für Stück. Man kann versuchen, alle 3 Becher nebeneinander zu stellen, schnell hintereinander reinzupusten und die Karte dann drauf zu drücken, aber ich mache es lieber nacheinander, um zu schauen, wo Farbe hin muss. Übrigens ist das auch etwas, was man super mit Kindern machen kann, finde ich. Die haben da bestimmt auch ihren Spaß bei. So. Für Orange reicht das. Und Rot.
Also wenn das klappt, soll das übrigens eine Muttertagskarte werden. Wie gesagt, wenn das klappt. Aber mir geht es ja zum größten Teil hier einfach, um euch die Technik zu demonstrieren. So. Noch ein bisschen Orange in der Mitte. Da bin ich echt froh, dass ich meinen Tisch so gebaut habe, dass ich im Stehen dran arbeiten kann und nicht nur im Sitzen. Wenn ich gesagt habe, ich habe es gebaut, meine ich damit, mein Papa hat es zusammengeschraubt, ich habe es entworfen. Es ist echt bei gerade den Bastelsachen, wo man viel rumläuft, entspannter, wenn man dabei stehen kann und nicht immer aufstehen und sich hinsetzen muss. So, jetzt lassen wir das Ganze erstmal trocknen und dann schauen wir uns das Endergebnis an. So, die Karte ist jetzt ein wenig getrocknet und schauen wir mal, ob es was geworden ist mit den Herzen. Ich nehme hier mal meine Pinzette, es geht etwas einfacher. Hier bleiben noch leichte Kleberrückstände, aber die kann man sehr leicht abrubbeln. So, man sieht ein bisschen was. Ich werde das nochmal mit Buntstift ein bisschen umranden und verfeinern. Und hier habe ich auch schon die Karte, wo das drauf kommt. Das hier ist jetzt der permanente Kleber, nicht zu verwechseln. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lernen. Ich muss persönlich sagen, ich mag die großen Luftblasen lieber als diesen Schaum, der sich hier bildet und diese Flecken hier hinterlässt. Ich finde, mit den großen Luftblasen sieht es tatsächlich besser aus. Aber auf einem großen Bild geben diese kleinen Schaumkronen auch ein bisschen Charakter. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst sie auf jeden Fall in den Kommentaren oder fragt mich bei Facebook oder Instagram. Die Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Ja, das war's für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann!